Also ein klassischer Tag in meinem Alltag. Es gibt wie so 2 Sorten von Alltag. Es gibt den Joballtag, 2 Tage die Woche, und die anderen 5 Tage die Woche sind für mich eigentlich in erster Linie Ateliertage, es sei denn, es kommt was dazwischen. Also da bin ich nicht so streng strukturiert, dass es ein Wochenende gibt. Ja, und dann gibt es noch den Joballtag. Da habe ich jetzt Glück. Ich habe eine Assistentenstelle bei Franz Ackermann. Und das ist ein sehr regelmäßiger Job. Ich bin da immer 2 Tage die Woche. Also leben kann ich von meiner Kunst leider noch nicht. Das entwickelt sich in die richtige Richtung, würde ich sagen. Naja, ich habe jetzt 2004 meinen Abschluss gemacht an der UDK und 2007 am Goldsmiths College und bin jetzt sozusagen schon 6 Jahre selbstständig als freischaffende Künstlerin. Von daher würde ich sagen, es ist ein sehr zäher Weg, weil das bei mir verhältnismäßig eigentlich auch gut läuft. Ich arbeite mit 3 Galerien zusammen und bin jetzt an dem Punkt, dass ich vielleicht 1/3 bis die Hälfte an Einnahmen durch die Kunst erbringe, weil es eben auch enorme Ausgaben gibt immer wieder. Und ich hoffe natürlich, dass es in den Folgejahren dann irgendwann auch ausreichen wird zum Leben, was ich durch Verkauf jetzt irgendwie verdiene. Also dass die Ateliers gefördert sind und günstig, also eigentlich für den halben Preis hier irgendwie zu mieten, ist, ja, es ist das A und O, denke ich. Also vor 3 Jahren war es noch prekärer bei mir, da hätte ich mir wirklich sonst gar nichts anderes leisten können. Inzwischen weiß ich nicht, ob ich den Marktpreisen dann standhalten könnte vielleicht. Also wenn das dann hier abgelaufen ist, hat man natürlich wieder ein Problem. Ich weiß nicht genau, wie man damit umgeht. Ich glaube, wenn das hier abgelaufen ist in ein paar Jahren, dann haben sich die Mietpreise natürlich auch nochmal geändert. Ja, da muss man an den Stadtrand, denke ich mal. Andere Alternativen gibt es dann nicht. Also es war eigentlich ganz aufregend hier. Es gab dann an einem Wintertag, wo es extrem kalt war und irgendwie sehr früh dunkel wurde, waren hier die Besichtigungen. Und das waren, weiß nicht, wahnsinnig viele Bewerber oder nicht Bewerber, erstmal Interessenten, die sich das angesehen haben. Das sah zu dem Besichtigungszeitpunkt auch total wild aus. Es war einfach noch nicht fertig renoviert, die Heizung war nicht drin, die Wände waren teilweise drin. Also es war eine riesen Baustelle, wo man sich auch gar nicht vorstellen konnte, dass es also doch recht schicke Ateliers werden im Endeffekt. Und ja, und man war natürlich erstmal ein bisschen entmutigt durch die vielen Interessenten und bewirbt sich dann mit einem Portfolio und einem Anschreiben, wo man seine Situation erklärt. Also ich arbeite mit architektonischen Installationen vor allem, aber auch Collagen. Bei den Installationen geht es eigentlich immer um ortsspezifische Arbeiten, die dann speziell für den Ausstellungsort gemacht werden. Das heißt, es werden von dem Ausstellungsraum selbst Elemente nachgebaut, sodass dann so eine Art Collage vor Ort passiert, dass es irgendwie Brüche gibt im Raum, Illusionen. Also eigentlich ging es bei meinen Arbeiten schon immer stark um den Betrachterstandpunkt und um die Sehpyramide. Und in den Collagen eigentlich auch immer wieder Perspektivlinien aufgegriffen werden, die dann genutzt werden, um Brüche zu schaffen. Also um Perspektiven dann in die Irre zu führen. Und dafür eignen sich einfach diese modernistischen Bauten sehr gut, wo die Fluchtlinien sehr stark betont werden. Ich denke schon, dass es Berlin auszeichnet, dass es eben eine sehr kunstfreundliche Stadt ist. Also dass auf jeden Fall gerade so die junge Kunstszene die Stadt enorm bereichert. Es ist ein Anziehungspunkt geworden für Künstler weltweit. Also ich hatte beispielsweise einen Austausch gemacht 2003 nach New York. Und alle schwärmten von Berlin. Also die ganzen New Yorker wollten eigentlich nach Berlin ziehen, wobei man sich als Berliner denkt, dass New York eigentlich so eine Weltkunststadt ist, genauso wie London. Aber ja, ich denke, das Leben ist so schwierig in diesen eigentlichen Kunstmetropolen, dass es plausibel ist, sich dann so einen Standort wie Berlin auszusuchen. Aber ich denke auch, dass es jetzt
die Touristen, die jetzt nicht per se Liebhaber sind von zeitgenössischer Kunst, dass die Atmosphäre mitschwingt. Dass einfach eine bestimmte Atmosphäre dann auch in der Stadt ist, die kulturfreundlich ist. Ich würde schon sagen, das Wichtigste ist die Ateliermiete. Also das ist das, was Berlin tatsächlich noch attraktiv macht, aber wer weiß für wie lange. Und Ateliermiete und Raummiete für Projekträume, das sind eigentlich die wichtigsten Punkte.